In dieser Episode von Control & Share verrät Christoph Gärtner, wie externer Traffic gezielt zur Steigerung der Profitabilität auf Amazon genutzt werden kann, wie Hersteller durch intelligente Trafficlenkung und Produktvergleiche nicht nur mehr Umsatz, sondern auch bessere Rankings erzielen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Für alle, die mich nicht kennen hier draußen darunter, ich bin also der Robert, bin hier zuständig dafür, dass ja viele Menschen irgendwie den M-Wasser nutzen, damit ihr Amazon-Business optimieren. Bin Chemnitzer, lebe in Austin, bin kein Amazon-Nerd, würde aber sagen, dass ich die Grundzüge der Marktwirtschaft und des freien Handels verstanden habe und bin ein Verfechter davon, dass man nichts managen kann, was man nicht messen kann. Soweit zu mir. Heute bin ich Host und Gastgeber. Eingeladen heute ist Christoph. Kurz zu mir, wie ich Christoph kennengelernt habe. Und die Frage hat vielleicht der eine oder andere von mir schon mal gehört. Wenn wir sehen, dass sich Kunden sehr viel besser als der Markt entwickeln, dann frage ich gerne mal nach, Mensch, was ist denn eure Magie dahinter? Was macht denn ihr anders als der Rest? Und da erzählte mir einer unserer Kunden, dass er denkt, dass sein Erfolg vor allem von externem Traffic kommt. Und so habe ich mir das mal ein bisschen erklären lassen, was das eigentlich bedeutet und warum er das denn glaubt. Und hat mich dann quasi mit seinem Experten für externen Traffic quasi zusammengebracht, Christoph. Und Christoph, ja, wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange, aber ich war der Meinung, Mensch, wir müssten das doch gleich mal noch breiteren Audience ein bisschen erzählen. Ja, jetzt mal zu dir. Stell dich mal vor und erzähl mal, wie ihr euer Geld verdient. Ja, Robert, vielen Dank erstmal für die Einleitung und dass ich heute mit hier sein kann. Genau, kurz zu mir. Ich bin jetzt seit 13 Jahren Unternehmer, habe angefangen im Onlinehandel im Endeffekt als Agentur, Dienstleister zu arbeiten und vor vielen Jahren haben wir uns entschieden, eher in den Publisher-Bereich reinzugehen mit dem Thema Content Commerce. Content Commerce, für alle, die es nicht kennen, sind Produktvergleiche, Angebote, Preisvergleiche. Und das haben wir in den letzten Jahren aufgebaut, betreiben jetzt so um die 300, 400 Webseiten, Preisvergleichs- und Produktvergleichsseiten in Europa und haben da jetzt so um die 220 Millionen schon an externem Umsatz quasi für Amazon-Händler vermittelt. Und so hat sich das ergeben, dass immer mehr Händler uns angefragt haben, hey, können wir nicht quasi in deine Vergleiche mit reinkommen, weil du leitest ja die Nutzer quasi direkt dann zu den Amazon-Listings und hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ja, und jetzt sind wir hier. Danke, Christoph, für die Einleitung. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn eigentlich externer Traffic? Und ich glaube, du unterscheidest dann auch zwischen warm und kalt. Lass mal hören, dass wir ja quasi mal so eine allgemeine Einleitung bekommen ins Thema. Ja, genau. Also die meisten, die bei Amazon verkaufen, sehen quasi immer nur so ihren Amazon-Kosmos und überlegen, wie sie da halt noch mehr Werbung schalten oder sich besser positionieren können und vergessen dabei, dass es ja auch ganz viele Menschen gibt, die gar nicht bei Amazon nach Produkten suchen, sondern bei Google. Und genau auf diese Nutzer fokussieren wir uns mit unseren Webseiten und sorgen dafür, dass wenn jemand bei Google nach einem Produkt sucht oder nach einer Beratung, auf unsere Webseiten kommt. Da beraten wir ihn dann, welches das beste Produkt ist und schicken ihn weiter. Also für Händler, die wir auf Amazon verkaufen, ist das quasi Traffic, der außerhalb von Amazon auf deren Produkte kommt und quasi ein Umsatzpotenzial hebt, den sie aktuell noch gar nicht bedienen. Alles klar. Und wie unterscheidet man jetzt das Thema warm und kalt? Ja, genau. Also ich habe noch eine andere Company, wo ich auch selbst Händler bin bei Amazon. Und wir haben so gestartet, dass wir früher einfach Google-Werbung geschaltet haben, direkt auf das Listing und haben aber gesehen, das funktioniert irgendwie schon, aber nicht so gut. Was besser funktioniert, ist, wenn man vorher die Nutzer aufwärmt. Deswegen, das ist der warme Traffic, kalt ist quasi direkt Werbung auf das Listing und warm ist, dass wir die Nutzer auf unseren Seiten vorbereiten, bis sie die Kaufentscheidung treffen können. Wenn ich jetzt bei Social Media eine Werbung schalte, einfach nur hier, kauf jetzt diesen Fernseher, Staubsauger, Roboter, was auch immer, dann klicken die Nutzer zwar drauf, aber treffen dann ihre Kaufentscheidung erst auf Amazon. Und das heißt, die kaufen nicht unbedingt direkt von der Anzeige auf das Listing, sondern schauen dann auf Amazon rum, was das beste Produkt ist. Und ganz oft habe ich dann quasi Pech, wenn ich das so mache, weil ich zwar dafür sorge, dass Nutzer zu Amazon kommen, aber im schlechtesten Fall Konkurrenzprodukte dann kaufen. Was wir anders machen mit dem warmen Traffic, wir holen die auch ab, zeigen dann aber quasi auf unseren Produktvergleichsseiten, warum dieses Produkt oder jenes viel besser ist. Das heißt, die Kaufentscheidung findet hier auf unserer Webseite statt, wo wir natürlich die Produkte so testen, vergleichen können und dem Nutzer frame, dass er quasi zum Schluss dann eher das Produkt kauft, was wir natürlich präferieren. Und erst wenn er diese Kaufentscheidung getroffen hat, dann klickt er auf den Button Ja, jetzt kaufen. Jetzt sagst du ja quasi, dass du die Leute von draußen auf ein Produktlisting bringst. Ja, also im Normalfall läuft das jetzt so, ich gebe bei Amazon Staubsauger ein, das ist mein Bedarf, den ich habe und suche jetzt nach dem Staubsauger. Im besten Fall
lande ich oben auf eins dieser Sponsored Products und wähle mir das eine aus, aber du sagst, dann geht ja eigentlich doch die Suche weiter und der Vergleich. Ja, wenn ich von extern komme, habe ich mich bereits schon entschieden aus einer Auswahl von. Und jetzt mal eine Frage, was sagst du, was ist denn das bessere verkaufte Produkt? Das über eine Ads-Werbung, also eine Sponsored Product, oder eins von draußen quasi auf das Produkt gelenkte Verkauf? Das ist schwierig, so allgemeingültig zu sagen. Ja, wir sind ja hier im Marketing. Da muss man immer sagen, es kommt darauf an. Ja auch. Es kommt darauf an, welche Produktkategorie, welches Produkt zum Schluss, welche Brand. Das kann man jetzt nicht so ganz allgemeingültig beantworten. Prinzipiell ist es aber so, wenn wir in einem redaktionellen Kontext den Nutzer aufklären vorher und ihm quasi erklären, da wirkt dann ganz viel auch Vertrauen natürlich von der Brand, von der Nutzer quasi dann die Beratung erhält. Das wirkt halt auf den Nutzer ein und er trifft die Kaufentscheidung. Da ist natürlich hinten raus die Conversion viel höher. Also theoretisch lohnt es sich, oder zumindest zeigen das unsere Erfahrungswerte mehr, wenn wir vorher halt den Nutzer abholen, gerade auch wenn er in der Phase ist, er weiß jetzt noch nicht, was zum Beispiel, welcher Staubsaugerroboter er kaufen soll. Er ist noch quasi so diffus, er weiß, okay, ich habe schon Bedarf, weiß aber nicht, worauf er da achten soll. Dann holen wir den ab, beraten ihn und quasi entlang der Customer Journey qualifizieren wir den Kunden. Und dann zum Schluss, wenn er weiß, was er kaufen will, dann schließen wir ab und schicken ihn erst zum Listing. Okay. Und jetzt verrat mal ganz kurz, wie kriegen denn deine Content-Seiten quasi dort, wo der Kunde aufgewärmt wird? Wie bekommen denn die ihren Traffic? Gut, dass du fragst. Natürlich war es jetzt in der Vergangenheit so, da haben wir halt, dadurch, dass wir sehr viele Seiten haben, sehr, sehr viele gute Google-Platzierungen. Also wir haben vielleicht zwischen 150 bis fast 200 Millionen Besuchern auf unseren Seiten zusammengerechnet und darüber gewinnen wir quasi sehr viele. Was wir jetzt sehen im letzten Monat ist auch eine Entwicklung, dass auch wir Traffic schon sehr viel über KI direkt auf unsere Webseiten bekommen und die auch kaufen. Und zusätzlich schalten wir auch noch Google Ads, machen noch Social Media und haben jetzt noch mit Verlagen Kooperationen, wo dann quasi unsere Produktvergleiche direkt in den Verlagsseiten mit integriert sind. Jetzt bin ich Hersteller von so einem Staubsauger. Jetzt will ich quasi deinen Service nutzen und weiß, dass die Konkurrenz stark ist. Wie stellen wir denn sicher, dass mein Staubsaugerroboter in deinen Bewertungen quasi so warm gemacht wird, dass er wirklich dann meinen kauft und nicht wirklich einen anderen? Wie wird denn sowas sichergestellt? Vielleicht vorab, das ist vielleicht jetzt der Wunsch, also wir verkaufen jetzt nicht direkt Platz 1, sage ich mal im Vergleich, aber es ist natürlich immer so, derjenige, der den Vergleich erstellt, kann sich ja überlegen, welche Kriterien er miteinander vergleicht. Wenn man jetzt vielleicht hat einen Staubsaugerroboter die beste Saugkraft und meiner, wenn ich jetzt der Hersteller bin, hat vielleicht nicht so eine gute Saugkraft, ist aber nur ein Viertel so teuer, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, es ist für den Preis-Leistungssieger quasi da entscheidend, er kann fast genauso gut saugen, kostet aber viel weniger und deswegen gewinnt er. Also wir können ja quasi die Vergleichskriterien selbst bestimmen und haben natürlich dann ein Eigeninteresse daran, dass das auch gut konvertiert. Wunderbar. Warum eigentlich einen Service von einem Experten wie von dir buchen im weitesten Sinne und nicht sagen, hey, ich mache Social Media? Was ist da der Unterschied? Also, wir sind gerade bei diesen großen Vendoren Herstellern, die Marketingabteilungen nun auch gut gestafft. Da sollte doch sowas auch mit abfallen können, oder? Ja, kann man auch machen. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, macht kein Social Media. Allerdings, was ein ganz großer Unterschied ist, wenn man mit Influencern zum Beispiel zusammenarbeitet, ist, man muss sehr, sehr viele Influencer ausprobieren und testen, wie gut die auch konvertieren, weil zum Schluss bezahlt quasi ein Like nicht unbedingt eine Rechnung oder generiert direkt Umsatz. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Snox zusammen und Johannes ist der CEO. Der hat selbst auch gesagt, dass die extrem viele Influencer mal ausprobieren müssen und zum Schluss kommen irgendwie eine Handvoll, 30, 40 raus, mit denen das auch wirklich insgesamt funktioniert. Und trotzdem muss man natürlich jeden Influencer bezahlen. Das heißt, man geht da ein sehr hohes Risiko ein, muss die managen und im Endeffekt auch tracken, wie viel Umsatz jeder Influencer zum Schluss gebraucht hat. Und das ist ein bisschen das Risiko, was man dabei eingeht und plus den Managementaufwand. Und bei uns ist das im Endeffekt nicht so, weil wir uns ja sowieso selbst drum kümmern. Ich würde jetzt gleich mal auf eine Frage im Chat verlinken. Habe ich richtig verstanden, dass ihr den Traffic vorwiegend versucht, auf den eigenen Webseiten aufzuwärmen und wenig von Social Media direkt aufs Listing geht? Also ihr macht es eher von den Webseiten und nicht von Social Media. Genau, aber Social Media ist quasi auch eine Quelle, um Traffic zu unseren Produktvergleichswebseiten zu kriegen. Also zum Beispiel haben wir bei Pinterest jetzt einen Post, die 5 besten Staubsaugerroboter und dann klicken die von Pinterest die Nutzer direkt drauf, kommen auf unsere Produktvergleichsseite, lesen dann den Vergleich und wenn sie dann wissen, welchen sie kaufen sollen, klicken sie quasi und dann kommen sie zum konkreten Amazon-Listing.
Ran. Jetzt ist es so, ich kann sehr gut dieses Amazon Advertisement auswerten. Lässt sich das mit eurer Dienstleistung auch machen? Kann man das auch auswerten, wie gut oder wie schlecht irgendwas konvertiert oder sich entwickelt? War auch nicht nur jetzt eine Idee von dir, sondern viele haben natürlich den Hm? Wunsch geäußert. Plus wir brauchen das auch selber, weil wir tracken natürlich auch unseren Traffic und schauen halt, was gut konvertiert. Deswegen haben wir ein Tracking-System entwickelt, plus nutzen dann die Daten von Amazon direkt. Also wir haben eine Kooperation, Partnerschaft mit Amazon schon seit vielen Jahren und kriegen von Amazon direkt die Daten und das fließt in unser Tracking-System ein. Und das geben wir unseren Partnern jeden Monat als Report mit. Okay. Für welche Art von Produkten ist denn euer Service oder dieses externe Traffic besonders hilfreich oder gibt es Grenzen, wo du sagst, das sind Artikel, da macht das überhaupt gar keinen Sinn? Ja, das gibt es zur Unterscheidung. Es gibt High-Involvement-Güter und Low-Involvement-Güter. Low-Involvement-Güter sind im Endeffekt sowas wie Zahnstocher, Zahnseide, Produkte des täglichen Bedarfs, die man einfach so mitnimmt an der Kasse oder bestellt, weil man sie braucht. Und High-Involvement-Güter sind jetzt vielleicht das nächste Smartphone, das nächste Auto, eine Waschmaschine, ein Herd. Also Dinge, die preisintensiver sind und die man auch sehr viel länger nutzt und die einen wichtigeren Impact im Leben haben. Und alle Produkte, die eher so sich in der Mitte befinden, die passen perfekt zu uns. Vielleicht Produkte so, ich sag mal zwischen ab 20, 30 Euro, aufwärts bis vielleicht 150, 200, 300, 400 Euro. So in diesem Preisbereich. Und es gibt natürlich Grenzen nach oben hinaus. Also wenn ich mir ein neues Auto kaufe oder vielleicht einen Beamer für 5.000 Euro, da reicht meistens nicht nur ein Produktvergleich, sondern da schaue ich auch noch 10 YouTube-Videos dazu, gehe mal in den Laden. Da ist einfach der Sales-Zyklus sehr lang beim Kunden. Hast du mal so eine Best-Case-Story für uns? Also wie wird denn sowas aufgesetzt? Was habt ihr eigentlich gemacht und was war denn am Ende des Tages wirklich das Resultat? Und kann man das vielleicht sogar vergleichen mit anderen, ob da irgendwas besser oder schlechter funktioniert hat? Ja, zum Beispiel betreiben wir sehr viele Kinderseiten und Elternseiten, zum Beispiel kita.de. Und damit vermitteln wir im Jahr schon einen höheren zweistelligen Millionenbetrag. Und der eine Vendor, mit dem wir da zusammenarbeiten, bei dem konnten wir schon den Umsatz sehr gut damit steigern, sodass bewegt sich vielleicht so zwischen 600 bis 800.000 monatlich an Zusatzumsatz, den wir darüber generieren. Einfach weil er sehr viele Produkte hat und wir die einfach alle einbinden konnten. Meistens läuft das so, die Händler geben uns quasi einfach eine Liste mit allen ihren Produkten und wir binden die in unsere Produktvergleiche ein. Und dadurch, dass das nur auf Provisionsbasis ist, hat der Händler im Endeffekt kein Risiko. Das ist auch der große Unterschied zu den Amazon-Ads. Da bezahlt man ja pro Klick, egal Das was zum stimmt, Schluss ja. rauskommt, hat also quasi immer das Risiko und muss die Kampagnen vielleicht managen. Das ist bei uns nicht so. Alles klar, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also der Händler oder der Vendor oder der Hersteller, der macht quasi seinen Katalog auf und ihr macht so ein bisschen Cherry-Picking. Was lässt sich quasi gut auf euren Webseiten verarbeiten und was beim Content erzeugen und wo gibt es quasi auch eine Nachfrage auf Google, dass ihr quasi diesen Traffic dann geschickt lenken könnt? Exakt. Also es gibt einfach einen Partnerschaftsvertrag, wo die Provision da definiert ist. Die haben wir pro Produktkategorie, meistens so zwischen 5 bis 15%. Und dann holen wir uns quasi die ganzen ASINs. Also entweder kriegen wir die als Excel-Tabelle einfach zugeschickt oder wir können uns die natürlich auch selbst rausziehen mit unseren Tools, die wir haben. Und dann integrieren wir die Produkte in unsere Produktvergleiche, geben dem Partner Bescheid, jetzt bist du auf den und den Seiten integriert. Und dann gibt es quasi monatlich einfach einen Report, weil wir dann mit der Vermarktung starten. Wenn so ein Hersteller noch so ein totes Pferd im Lager stehen hat, was der Markt irgendwie nicht braucht oder was am Markt irgendwie nicht funktioniert hat, würdest du dir getrauen, sowas noch anzufassen? Oder würdest du dann auch schon sagen, da hilft auch der beste Produktvergleich nicht mehr? Das muss man ein bisschen unterscheiden, weil manchmal gibt es auf Google Nachfrage, aber bei Amazon nicht. Wir können sogar manchmal besser performen, weil über Google mehr Nachfrage ist. Sieht man zum Beispiel, jetzt hatte ich einen Anbieter, der verkauft Wander-T-Shirts. Da ist bei Google die Nachfrage 10-mal so groß wie bei Amazon selbst. Aber wir können quasi die Nutzer von Google dann einfach dahin leiten und dann wäre das quasi ein totes Pferd bei Amazon. Aber dadurch, dass wir von externen Traffic holen, funktioniert das. Ah, okay. Jetzt meine größte Sorge, ich mache jetzt schon eine ganze Menge Advertisement und ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt deinen Service ausprobiere, dass ich quasi doppelt bezahle, den einen denselben Artikel quasi über Ads gesponsert habe und dann gleichermaßen noch an dich eine Provision bezahlt habe. Bin ich da auf dem falschen Pferd oder ist das ein Risiko, mit dem ich leben muss? Da bist du eigentlich auf dem falschen Pferd, weil wir leiten die Nutzer ja nicht auf die Vergleichsseite von Amazon, sondern direkt auf die Detailseite. Und da zahlst du dann gar nicht mehr für den Werbeklick bei Amazon. Und deswegen zahlst du da quasi eigentlich nur einmal. Okay, super. Also heißt das, für jedes Produkt, was ich über euch verkaufe, habe ich quasi ein bisschen Advertisement gespart. Genau, sozusagen. Vielleicht noch so ein Zusatzbenefit, den externen Traffic liefert.
Der Amazon-Algorithmus ist ja geheim, aber es gibt Patentanmeldungen und Erfahrungswerte von uns, aber auch von Kollegen aus Amerika. Und da liegt das meistens so zwischen Faktor 4 bis 6, was das halt im Bestseller-Ranking bringt. Also das heißt, wenn wir jetzt mehrere Produkte haben, wir haben jetzt 3 verschiedene Marken von Staubsaugerrobotern und wir leiten über externen Traffic sehr viel Umsatz quasi auf das eine Produkt, dann steigt das im organischen Ranking bei Amazon auf. Und dann kriegt das natürlich über Amazon organisch nochmal mehr Sales. Das habe ich gehört. Und das ist halt der richtige Gamechanger. Also wir haben Händler, die machen quasi nur den externen Traffic, um organisch das Ranking zu verbessern. Cool. Der Titel unserer Veranstaltung heute hier, der heißt ja quasi, dass ich dadurch sogar noch den Profit von Amazon erhöhen kann. Und du kannst das auch gezielt auf das Listing von Amazon lenken, beziehungsweise so lenken, dass Amazon in der Buybox ist, korrekt? Das ist korrekt, genau. Also wir können über den Link, den wir nutzen, ganz spezifisch sagen, welcher Händler auch die Buybox hat. Also wir können nicht nur auf die Produktdetailseite weiterleiten, sondern auch direkt den Händler auswählen. Wir haben sogar auch genau den Fall schon. Da machen wir das auf Produktebene unterschiedlich. Bei manchen Produkten sagt er, okay, da will ich lieber, dass Amazon das verkauft und bei einigen will ich selbst der Seller sein. Und das heißt, wir können das da ganz genau differenzieren. Ja, das ist ja mega. Und würdest du sagen, gibt es eine Art Faustformel zwischen Adspends, also diesen wirklichen, was man über Amazon direkt managen kann und was über externen Traffic gehen sollte? Na, das kommt immer drauf an. Also dadurch, dass der externe Traffic auf Provisionsbasis ist und damit komplett risikofrei, würde ich quasi so viel wie möglich mitnehmen. Meistens macht das aber so 15-20% aus. Also das ist einfach ein sehr wichtiger Zusatzchannel, den man noch mitnimmt. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, manchmal findet der Sale nicht direkt auf unserer Produktvergleichsseite statt, aber trotzdem, wenn das Produkt quasi unter den besten 5 gelistet war, hat das auch mal auf der einen Seite halt einen Branding-Effekt. Und wenn man das Produkt dann bei Amazon sieht, kauft man eher oder woanders oder im Laden. Und es hat natürlich auch einen Effekt auf Suchmaschinen und auch auf KI-Suchmaschinen. Also der Punkt ist halt, KI-Suchmaschinen, die suchen ja auch im Internet, wo sind quasi die Produkte gelistet und wer ist da quasi ein guter Anbieter. Und dadurch, dass wir so viele Produktvergleichsseiten haben, ist dann dieser Anbieter halt auf allen diesen Seiten halt an den Top 5. Und wenn jemand KI nutzt und fragt, was ist ein guter Staubsaugerroboterhersteller, dann wird das quasi ausgespielt oder ja, wenn Nutzer das quasi bei Google fragen auch. Und das bringt im Endeffekt auch nochmal richtig viele Branding-Effekte mit sich. Danke, Christoph. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt, was du jetzt gern noch teilen willst? Also auffordern will ich natürlich, dass jeder das einfach mal ausprobiert. Es ist eigentlich ein No-Brainer. Es gibt kein Risiko. Ihr kriegt monatlich die Auswertung und könnt einfach Zusatzumsatz generieren, ohne dass ihr quasi Zusatzmarketingbudget erstmal freigeben müsst. Genau, und ohne dass quasi Kampagnen vielleicht auch außerhalb der Kontrolle laufen und zum Schluss guckt man dann am Ende des Monats auf eine große Rechnung. Weil die gibt es nicht. Es ist halt nur auf Provisionsbasis. Ich will das auch nochmal von meiner Seite zusammenfassen. Also ich war damals von diesem einen Hersteller, der quasi auf die Magie des externen Traffics setzt, war ich dann ganz angetan tatsächlich davon. Und dann habe ich, das wissen wahrscheinlich die Amazon-Nerds wahrscheinlich auch, dass eben dieser organische Sales sehr viel stärker wirkt auf Amazon als eben der gesponserte Sales. Das macht natürlich totalen Sinn. Und ich sehe, was Vendoren quasi so in Average an Advertisement ausgeben, um quasi Sales zu erzeugen. Und das, was du mir an Provisionen genannt hast, was du quasi je Produktkategorie quasi nimmst, sind quasi ziemlich gleich. Also ich habe da keine großen Unterschiede festgestellt. Also würde ich sagen, der Staubsauger, der von extern kam, wenn er mich dasselbe Geld kostet, ne, ist eigentlich 10-mal mehr wert, als es über Advertisement zu machen. Und so ein bisschen seine Geschicke auf verschiedene Füße zu stellen und Sachen auszuprobieren und dieses Thema mit dem externen Traffic mal sich ein bisschen in den Kopf zu holen, das macht schon echt Sinn. Und als du mir dann sagtest, Mensch, da läuft alles nur Provisionen, dann habe ich gesagt, das macht ja eh Sinn. Selbst wenn ich quasi einen Text habe, der irgendwo im Netz steht oder eine Auswertung über mein Produkt und nichts verkaufe, ist das schon was wert. Exakt, genau. Also wir erstellen wirklich individuelle Texte auch noch dazu. Produktvergleiche für jedes Produkt. Also allein das ist halt was wert, weil für Branding, KI-Suche, allein das bringt was. Ich will noch mal ganz kurz erwähnen, in Amerika gibt es auch schon das Brand Referral Programm, das auch eindeutig quasi belegt, dass Amazon diesen externen Traffic mag, weil da beteiligt sich Amazon sogar an den Provisionszahlungen. Externer Traffic ist für Amazon wichtig, weil die Leute, die bei Amazon schon suchen, die kaufen sowieso was. Wenn man aber dafür sorgt, dass neue Kunden zu Amazon kommen, dann macht Amazon halt Zusatzumsatz und genau deswegen wird es auch belohnt. Vielen, vielen Dank, Christoph. Wenn es irgendwie Fragen gibt, fragt Christoph und jederzeit auch mich. Ich kann dann auch wieder weiterleiten. Danke fürs Zuhören Alles und die Gute. Fragen, Robert.